Sie haben den Naziterror erlebt, die Deportation und das Elend im Lager Gurs in Südfrankreich. Margot und Hannelore Vicky Schwarzschild, Amira Gezow, Hanna Meyer-Moses. Vor unserer Kamera haben sie ausführlich über ihre schrecklichen Erlebnisse hinter Stacheldraht berichtet. Aus ihrer ganz persönlichen Sicht, als Zeitzeugen, nicht als Historiker. Sie sind nicht mehr unter uns, doch ihre Aussagen bleiben wertvoll für kommende Generationen. Kaiserslautern in den 30er Jahren. Geschäftiges Treiben auf dem Markt und im Stadtzentrum. Ein normaler Alltag. Aber nicht für die 600 jüdischen Bürger der Stadt. Die Nazis bereiten neue Repressionen gegen sie vor. Im April 1933 ruft die NS-Führung zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. Vor jüdischen Läden stehen Männer mit Schildern: Deutsche kauft nicht bei Juden. Durch die Hauptstraße fährt ein Lastwagen mit dem Plakat Juden sind unser Unglück. Die Familie Schwarzschild mit den Töchtern Hannelore und Margot muss ins sogenannte Judenhaus in der Steinstraße 30 umziehen. Dort wohnen dicht gedrängt bereits 5 jüdische Familien. Jüdische Kinder dürfen nur noch in jüdische Schulen gehen. In der Röhm-Schule sitzt Hannelore Schwarzschild mit anderen jüdischen Kindern in einer Sonderklasse. Der Morgen des 22. Oktober 1940. Auf Befehl der Nazi-Gauleiter Wagner und Birkel holt die Gestapo mehr als 6.500 jüdische Bürger in Baden, in der Pfalz und im Saarland aus ihren Wohnungen. Widerstand gibt es nicht. Hannelore und Margot Schwarzschild erinnern sich. In der Nacht war noch Fliegeralarm. Wir hatten also sehr wenig geschlafen und morgens ungefähr 6:30 vielleicht. Gepolter an der Türe, aufmachen, geheime Staatspolizei. Aus dem Schlaf raus, also es war fürchterlich. Aufmachen und die waren sofort drin. Also in einer Stunde haben sie das Reichsgebiet zu verlassen. Wir haben das auch gehört und man musste uns schon gar nicht mehr wecken. Wir sind dann sofort aufgestanden, haben versucht, Sachen zusammenzusuchen. Es hieß dann, dass man einen Koffer pro Person mitnehmen konnte. Und so haben wir, wie es irgendwie möglich war, gepackt. Und meine Schwester hatte irgendwie intuitiv begriffen, dass da was ganz Spezielles passierte und hat mir gesagt, du, wir ziehen alles doppelt an. Wir haben also doppelte Unterwäsche, doppelte Kleider. Meine Lieblingspuppe, die habe ich dann, als wir dann fast fertig waren, genommen und bin über einen Gang zum Nachbarhaus, das war irgendwie verbunden, zum Lenchen. Das war ein Nachbarskind, das wir einigermaßen ein bisschen kannten. Und ich sehe noch die schreckensgeweiteten Augen dieser Leute, die haben ja da schon gemerkt, dass da was los ist. Ne? Und habe dem Mädchen meine Puppe überreicht und gesagt, Lenchen, heb mir sie auf, bis wir wieder kommen. Sie hatte sehr gerne Fotos und wir hatten so eine Schachtel mit Fotos, die hat die Schachtel genommen und in einen Korb gekippt. Und dieser Korb kam mit. Und in diesem Korb war sogar noch Schmalz, das uns die Großmutter von Bayern geschickt hatte. Also das war ein ganz wichtiger Korb, den meine Schwester sie die Idee hatte. Denn in diesen Fotos war ein Kommunionbild von meiner Mutter. Und dieses Kommunionbild hat uns dann geholfen, also
durch das wurden wir praktisch gerettet. Eine Stunde oder 1,5 Stunden später kamen dann Busse und haben uns abgeholt. Also alle Juden zusammen gesammelt. Und zwar in der Löwenburg. Das war ein bisschen oberhalb des Bahnhofs von Kaiserslautern. Und als wir dort ankamen, da saßen schon eine Menge andere Menschen. Alle natürlich total traurig, verzweifelt. Keiner wusste, was eigentlich mit uns passiert. Wir wurden wie Waren wurden wir da angeschleppt, ohne dass man uns überhaupt sagte, was los ist. Wir wussten auch nicht, wohin es geht. Man konnte dann Geld wechseln, das heißt, jeder konnte 100 Reichsmark wechseln und die wurden in französische Währung gewechselt. Und da hat mein Vater aufgeatmet und gesagt, oh gut, wir kommen nach Frankreich. In Mannheim läuft die Aktion der Gestapo ähnlich wie in Kaiserslautern. Mit fast 2000 Mitgliedern ist die jüdische Gemeinde der Stadt eine der größten in Südwestdeutschland. In der Mittelstraße wohnt die Familie Siesel mit Tochter Charlotte. Mein Vater war noch zu Hause, als um 8 Uhr morgens 3 Männer an die Tür schelten und uns mitteilten, dass wir in einer Stunde packen sollen. Wir hatten keine Orientation, was mit uns geschehen wird, und meine Eltern haben auch nicht geglaubt, dass etwas Schreckliches passieren könnte. Denn mein Vater war Soldat, er hat für Deutschland gekämpft im Ersten Weltkrieg. Er hat eine Auszeichnung, das Eiserne Kreuz gehabt, und er war also versichert, er ist Deutscher und ein treuer Deutscher, der Deutschland mehr als alles geliebt hatte. Mein Vater war ja auch nicht religiös. Die kamen nicht zu spät, mit deutscher Pünktlichkeit. Nach einer Stunde waren sie da. Mein Vater musste unterschreiben, dass alles gut dem Deutschen Reich gehöre. Wie in Mannheim werden die jüdischen Bürger auch in Ludwigshafen und an anderen Orten der Region an Sammelstellen zusammengetrieben. Amira Gezow weiß von ihren Eltern. Und wir wurden abgeführt, durch Mannheim geführt, und wir sahen da schon auch andere Gruppen, bekannte Juden unterwegs. Gab es Menschen, die in die Hände klatschten vor Freude, dass man endlich die Juden abschafft, und andere, die sich geschämt haben und die Hand vor die Augen nahmen und sich umgedreht haben, um nicht zu sehen, was da geschieht. Als wir an die Hauptpolizei kamen, wurde unser Gepäck gewogen, ob wir Übergepäck haben. Und die waren sehr scharf und haben gesagt, wer mehr Geld als die 100 Mark hat, der wird erschossen. Hatten alle Angst. Auf dem Bahnhof erwarteten uns Züge. Das waren keine Viehzüge damals. Das waren alte Bahnen. Das war nicht schlimm. Ich sehe das noch heute in den Augen eines Kindes. Ich fuhr immer so gerne mit der Bahn. Ich war doch erst 11 Jahre alt. Und in meinen Augen war das ein großes Ereignis, mit Vater und der Mutter wegzufahren. Auf jedem Wagen stand ein Soldat draußen, die uns bewachten.
der Reise passierten schwere Dinge. Unser Heinrich, der zu Hause immer sehr ruhig war, der wurde ganz verrückt. Der wusste gar nicht, wo er war. Er begriff das einfach nicht. Und dann, nachdem er geschrien und getobt hat, als der Zug hielt, kamen die Soldaten und holten ihn raus. Was mir vorkommt und an was ich mich erinnere, wir hörten Schüsse. Jedes Mal, wenn der Zug gehalten hat, hörten wir Schüsse. Was das war, meine Eltern nahmen an, dass man den Heinrich erschossen hat. Auch in Karlsruhe gehen die Nazischergen nach Befehl der regionalen Nazi-Führung vor. Auch hier ist die örtliche Polizei mit im Einsatz. In der Karlstraße 48 wohnt die Familie Nathan und Betty Moses mit den Töchtern Hanna und Susanne. Wir hatten Herbstferien Ende Oktober, weil ein jüdischer Feiertag war. Und zwar war das Laubhüttenfest, das 8 Tage dauert. Und deshalb waren wir zu Hause, die Kinder, und waren noch im Bett. Wir durften länger schlafen. Und um 8 Uhr hat es geklingelt und dann hat meine Mutter geöffnet und da standen 2 Gestapo-Männer in ihren schwarzen Mänteln draus, haben sich ausgewiesen und gesagt, von nun an dürfe niemand mehr die Wohnung verlassen. Sie kämen in einer Stunde wieder. Um 9 Uhr kamen die dann wieder und einer der Gestapo-Männer schickte mich noch zum Milchhändler mit den restlichen Rationierungsmarken und sagte mir, ich solle dem Milchhändler sagen, die Gestapo habe befohlen, er müsse mir den Rest bis Ende Monats noch an Butter und Käse geben, weil es war damals nicht erlaubt, vor dem entsprechenden Datum die Lebensmittel zu beziehen. Und der Mann im Milchgeschäft, der hat das dann auch sofort getan. Mein Vater wurde mit einem Gestapo-Auto abgeholt, mit unserem Gepäck. Und meine Mutter und wir beide, mussten mit dem Schutzmann mit der Straßenbahn an den Bahnhof fahren. In Bruchsal ist die Gestapo, unterstützt von uniformierten Einheiten, besonders eifrig. Sie lässt den Marsch der jüdischen Bewohner zum Bahnhof filmen. Ein Koffer mit ein paar Habseligkeiten ist das Einzige, was sie aus ihrem bisherigen Leben mitnehmen können. Noch am Abend meldet Nazi-Gauleiter Birkel voller Genugtuung nach Berlin, sein Gau sei jetzt judenfrei. Zusammengepfercht in 9 Transportzügen sind die Deportierten in Richtung Südfrankreich unterwegs, ohne zusätzliche Verpflegung und mit wenig Trinkwasser. Bei Breisach überqueren die Züge die Rheinbrücke und damit die deutsch-französische Grenze. Ein Jahr zuvor haben französische Truppen die Brücke gesprengt. Doch die deutsche Seite hat sie eilig wieder aufgebaut. Wir wussten also nicht, wohin es geht, aber ungefähr gegen 7 Uhr erreichten wir den Bahnhof in Mühlhausen. Und weil wir rausschauen konnten, habe ich dort die Uhr gesehen, dass es 7 Uhr war. Und plötzlich gellte durch den Lautsprecher der Ruf, wer den Zug verlässt, wird erschossen. In Lyon hielt der Zug auf dem normalen Bahnhof und eine unserer Sitznachbarinnen hat dann plötzlich gesehen, dass sie in Lyon ist und hat gesagt, da wohnt meine Schwester, ich werde versuchen, sie zu besuchen. Und wenn ich nicht zurück bin, dann werf meinen Koffer zum Fenster raus. Sie war dann wirklich nicht zurück, als der Zug weiterfuhr.
Und die Nachbarn haben ihren Koffer durchs Fenster rausgeschmissen. Es ging einfach immer weiter, wir wussten nicht wohin, bis dann der Zug endlich anhielt an einem kleinen Provinzbahnhof namens Oloron-Sainte-Marie. Er wurde dort auf ein Nebengleise manövriert und da mussten alle noch lange warten, weil wir mit Lastwagen im Pendelverkehr abgeholt wurden. Seit mehr als 2 Tagen sind sie unterwegs. Nun werden sie bei strömendem Regen ins 17 Kilometer entfernte Lager Gürs gebracht und in die Baracken getrieben. Männer und Frauen getrennt. Sie müssen auf dem nackten Boden schlafen, ohne Strohsäcke, ohne Decken. Am nächsten Morgen, als wir aufwachten, war es auch nicht besonders hell, denn da waren keine Fenster. Da waren solche Bretter, die man aufmachen konnte. Wenn man einen Stock hinstellte, blieben sie offen. Und dann sahen wir, neben mir und meiner Mutter war eine Frau, eine blonde, hübsche Frau mit 2 kleinen Mädchen, eine in meinem Alter, die andere etwas jünger. Und sie erzählte uns, dass sie aus Kaiserslautern sei. Sie sei Christin und sie hätte in Kaiserslautern bleiben können, aber sie blieb nicht, weil sie das Schicksal mit ihrem jüdischen Mann teilen wollte. Die Baracken sind 1939 auf sumpfigem Ödland nahe des Dorfes Gürs errichtet worden. 380 primitive Holzbaracken, ohne Toiletten, ohne Wasserleitungen. Bis zum Abriss des Lagers im Jahre 1946 werden dort mehr als 60.000 Menschen eingesperrt, unter ihnen 31.360 Juden. Das größte Internierungslager am Fuß der Pyrenäen, umgeben von meterhohen Stacheldrahtzäunen. Die französischen Behörden werden von der Ankunft der deutschen Juden völlig überrascht. Die Nazi-Stellen haben sie vorher nicht informiert. Nichts ist vorbereitet. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Gekocht wird vielerorts im Freien. Erst Tage später können ausländische Hilfsorganisationen Lebensmittel bringen, die kaum reichen. Im Lager herrscht großer Hunger. Sie natürlich, wir sind alle abgemagert. Wir hatten ganz wenig zu essen. Eine Wassersuppe mit Rüben drin oder Kohlrüben oder Topinambour, etwas, das wir überhaupt nicht kannten. Und also wir hatten so starken Hunger. Wir haben immer wieder die Mutter gefragt, Mama, wann bekommen wir denn was Richtiges zu essen? Man hatte mit der Zeit natürlich Ungeziefer, Läuse, Flöhe, Wanzen. Dann waren Ratten da. Also Ratten sind manchmal über uns gehuscht nachts, als wir am Boden lagen. Wir mussten auch alles, was irgendwie in Gefahr war, mussten wir hochhängen an die Balken. Nach tagelangem Regen hat sich das Gelände in eine Schlammwüste verwandelt. Und da kam es schon vor, dass jemand im Schlamm stecken blieb und sich nicht mehr allein raushelfen konnte und am Morgen erfroren war. Und der Friedhof hat sich dann auch sehr bald gefüllt. Also es gab schon im ersten Winter sehr viele Tote dort. Die Ruhr brach aus, Krankheiten, andere Krankheiten. Es gab keine Medikamente, es waren Ärzte schon da, die wurden mit uns auch deportiert, aber sie hatten keine Mittel, um die Kranken zu versorgen. Ich kann mich nur erinnern, gegen die Ruhr hat man gesagt, man soll geriebene Äpfel essen. Aber wir wissen, dass jeden Tag mindestens 7 Personen gestorben sind.
Und wir sahen dann immer die Menschen, die zum Friedhof gingen. Das war auch übrigens eine Möglichkeit für Männer und Frauen, sich wieder zu treffen, sodass viele sich gemeldet haben, wenn sie hörten, dass wieder eine Beerdigung ist. Und das war natürlich eine traurige Sache, sich dort treffen zu müssen. Die ausländischen Helfer bemühen sich nach Kräften, die Kinder und Jugendlichen zu versorgen. Wegen der vielen Todesfälle wird eine besondere Kinderbaracke eingerichtet. Man wollte die Kinder aus den normalen Baracken rausholen, damit sie nicht immer das Elend mit ansehen mussten, wenn jemand in der Agonie lag oder gestorben war. Und auch, es gab ja auch Verwirrte und Irre. Und deshalb hat man eine Kinderbaracke geöffnet. 2 Lehrerinnen aus Pforzheim hatten die Aufsicht und man konnte auch kleine Festchen feiern, das gab es auch. Und wir hatten ein bisschen mehr Holz zum Verfeuern. Es war ein bisschen wärmer bei uns in der Kinderbaracke. Und da kamen manchmal auch Chöre, um bei uns zu üben. Künstler, die ebenfalls in Gürs eingesperrt waren. Und dort habe ich eben das Lied von Gürs auch gehört. Ich habe so gern gesungen und dann habe ich das für mich, ich war noch zu jung, um beim Chor mitzusingen, aber ich habe es dann einfach so für mich mitsingen gelernt. Wir sind ganz junge Bäumchen aus einem fernen Heimatwald. Von einem bösen Förster entrissen mit Gewalt. Wir suchen einen Gärtner ringsum in weiter Welt. Wir suchen neue Erde, die unsere Wurzeln hält. Das Lager wird von französischem Wachpersonal kontrolliert. Die Verwaltung liegt bei den lokalen Behörden, beim nazi-loyalen Vichy-Regime. Sie waren eigentlich menschlich. Wir wurden nicht misshandelt. Wir wurden einfach aufbewahrt dort. Und wir Kinder sind dann manchmal unter dem Stacheldraht durchgeschlüpft und haben so Zettel den Männern gebracht. Und wir wurden so als Postillon, wurden wir dann so bekannt. Und da haben die Milice Française, also die Bewacher, die vielleicht selber auch Väter waren, und vielleicht auch ein Stück weit Mitleid hatten mit uns, haben uns da oft durchschlüpfen lassen oder auf die andere Seite geschaut. Jedenfalls nie auf uns geschossen oder so. Nur wenigen Erwachsenen ist es nach einem Antrag bei der Verwaltung vergönnt, das Lager Gürs für kurze Zeit zu verlassen. Hingegen dürfen die Kinder gelegentlich in die nahen Orte jenseits des Stacheldrahts laufen. So auch ins Dorf Gürs. Hannelore Schwarzschild schreibt auf Vorschlag ihres früheren Lehrers, den sie im Lager trifft, einen berührenden Schulaufsatz über ihre Eindrücke im Dorf Gürs. Die Sonne scheint in ein freundliches Dörfchen. Die kleinen Häuser sind sauber und nett. Ein kleines Schloss ziert das Dorf. Dieses Schloss und die Kirche sind der Stolz der Bewohner. In den Häusern wohnen zufriedene Menschen. Gürs. In der Nähe dieses lieblichen Dörfchens liegt eine Welt voll Kummer und Sorgen. Auch Gürs, aber Camp de Gürs. Während in Gürs bei dem strömenden Regen die Leute am warmen Ofen in der gemütlichen Stube sitzen, kauern die Menschen von Camp de Gürs in den dunklen Baracken, hoffend auf einen Sonnenstrahl.
Was Hannelore nicht ahnt, der Lehrer schickt ihren Aufsatz an eine jüdische Zeitschrift in der Schweiz. Dort liest ihn eine Lehrerin. Sie ist vom Schicksal der 12-Jährigen sehr berührt und schickt ihr Päckchen mit Lebensmitteln ins Lager. Die ausländischen Hilfsorganisationen versuchen, möglichst viele Kinder aus dem Lager Gürs herauszuholen und an sicheren Orten in Südfrankreich unterzubringen. Vorausgesetzt, ihre Eltern sind einverstanden. Insgesamt werden es mehr als 400 Kinder sein. Die Geschwister Hannelore und Margot Schwarzschild aus Kaiserslautern werden von den Helfern in einem Kinderheim in Brangy nahe der Grenze zur Schweiz untergebracht. Sie bekommen ausreichend zu essen und können am Schulunterricht teilnehmen, den die Helfer in dem Heim organisieren. Sie stehen in häufigem Briefkontakt mit ihren Eltern im Lager Gürs. Zu Ostern 1942 schreibt Hannelore: Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr alle zusammen das schöne Fest begehen können. Wie geht es euch, liebe Eltern? Hast du, lieber Papa, schon einen Rat bekommen? Wie ist das Wetter bei euch? Habt ihr auch so viele Blumen? Die Kinder werden in Heimen, aber auch auf Bauernhöfen und bei hilfsbereiten französischen Familien vor der Gestapo und ihren übereifrigen Helfern vom Vichy-Regime versteckt. In der Ortschaft Aspet am Fuß der Pyrenäen sind 46 Kinder aus dem Lager Gürs in einem staatlichen Waisenhaus untergebracht. Organisiert wird die Rettungsaktion von der jüdischen Hilfsorganisation OSE. Charlotte Siesel aus Mannheim gehört zu den versteckten Kindern in Aspet. Ebenso Hanna Moses und ihre Schwester Susanne aus Karlsruhe. Und Hjalmar Maurer aus dem saarländischen Neunkirchen. Dankbar für die Fürsorge schicken die Kinder einen Brief an ihre herzensgute Betreuerin Alice Resch. Liebes Fräulein Resch, wir denken oft an Sie. Wir wissen, dass Sie uns nicht vergessen. Und wir hoffen, dass Sie eines Tages kommen werden, um uns guten Tag zu sagen. Vielen Dank für alles, was Sie für uns getan haben. 46 kleine Herzen schlagen für Sie und für Miss Holbeck, der wir so viel verdanken. Fast alle Kinder, die diesen Brief unterschreiben, werden später von den Helfern in Sicherheit gebracht. Über die grüne Grenze in die Schweiz oder nach Palästina. Im Lager Gürs macht im Frühjahr 1941 das Gerücht die Runde, Familien könnten in das Lager Rivesaltes nahe der Mittelmeerküste umziehen. Das Gerücht war natürlich sehr verlockend. Und meine Eltern haben beschlossen, nach Rivesaltes zu fahren. Was dann auch geschah, nach kurzer Zeit, nachdem wir uns gemeldet haben, konnten wir nach Rivesaltes fahren. In der Lagerverwaltung in Gürs wird die Karteikarte von Tochter Charlotte mit dem handschriftlichen Vermerk versehen: Rivesaltes. Das Lager Rivesaltes liegt in einer Einöde nördlich von Perpignan. Anders als in Gürs sind die Baracken aus Stein gebaut. Natürlich war Rivesaltes fast derselbe Schreck wie Gürs, nicht viel besser. Vielleicht das Wetter war etwas besser als in Gürs. Das hat schon die Situation verbessert. Auch die Ernährung. Das kann man kaum Ernährung nennen, aber man bekam mehr Suppe, was keine Suppe war, das aus Viehrüben gemacht, die Suppe war aus Viehrüben gemacht und das war unsere Nahrung. Viele Leute erkrankten.
Auf dem Friedhof außerhalb des Lagers in Rivesaltes sind viele deutsche Deportierte beigesetzt. Seit einigen Jahren wird der Friedhof am Rande der Kleinstadt auch von deutschen Stellen gepflegt. Wegen der Hungersnot im Lager wollen die ausländischen Helfer möglichst viele Kinder in Heimen und Verstecken in anderen Teilen Südfrankreichs unterbringen. Und dann war meine Mutter, mein Vater sehr dafür, dass ich auch in ein Kinderheim fahre. Das sind Kinderheime, die von jüdischen Organisationen und Schweizer Organisationen gegründet wurden. Ich kam in ein Schloss in der Nähe von Limoges. Und das Schloss war in sehr gutem Zustand. Alles war noch ganz. Der Parkett war, wie es war. Diese Orte waren von den jüdischen Organisationen gemietet. Das waren verlassene Schlösser. Und dort hatten wir es ziemlich gut. Wir waren 13 Mädchen, sind wir, von meinen Bekannten wenigstens. Die Erzieher waren fast alle jüdische Frauen und Männer. Wir hatten dort die Schule. Wir haben etwas Französisch gelernt. Im Herbst 1942 erreicht die Kinder die Schreckensnachricht: Sie müssen zurück ins Lager nach Rivesaltes. Eines Tages, es war im September 1942, kam ein Lastwagen und die Kinder, die aus Rivesaltes gekommen sind, wurden aufgefordert, sofort auf die Lastwagen zu steigen. Die Eltern wollen die Kinder zurückbekommen. Welches Kind läuft da nicht, die Eltern zurückzubekommen? Und zwischen den Kindern war ich auch. Und wir fuhren nach Rivesaltes zurück, wo schon viele, viele Leute nicht mehr da waren. Viele Kinder in Rivesaltes sind bereits Waisen, weil ihre Eltern vom Vichy-Regime in die Konzentrationslager gebracht wurden. Die Familie Schwarz-Schild hat das Glück, für ein paar Monate in Courtebron, nordwestlich von Rivesaltes, zu wohnen. Der Vater hat sich dort freiwillig zur Arbeit in einem Bergwerk gemeldet. Die Töchter dürfen sogar einige Wochen in die Dorfschule gehen. Die Menschen in dem kleinen Dorf waren sehr, sehr zuwendig, haben uns sehr geholfen. Und dann wurden wir aber eines Morgens wieder deportiert also zusammengetrommelt, alle Juden in der Umgebung, kamen zurück nach Rivesaltes und dort gingen dann die Deportationen los. Wie in Rivesaltes beginnen die Nazis im Sommer 1942 auch im Lager Gurs mit den Transporten in die Konzentrationslager nach Osteuropa. Die Deportierten werden zunächst ins Zwischenlager Drancy bei Paris gebracht, dann nach Auschwitz und in andere Konzentrationslager. In die Züge, in die Viehwagen, stiegen Schwestern des Roten Kreuzes ein mit der Mütze und mit dem Roten Kreuz und mit der weißen Uniform. Und die holten Kinder, deren Eltern einverstanden waren, sich von den Kindern zu trennen. Mein Vater wollte mich sofort abgeben und meine Mutter hielt mich fest an sich gehalten und ließ mich nicht weg. Und da war eine Debatte, die ich in meinem Leben nie vergessen werde, zwischen meinen Eltern. Mein Vater hat meiner Mutter gesagt, sie muss mich freilassen, ich muss rausgehen, ich muss leben,
Und da wusste mein Vater schon genau, wohin der Weg gehe. Und ich habe mich von meinen Eltern verabschieden müssen. Und die Schwestern haben mich und viele Kinder, deren Eltern einverstanden waren, nicht alle, haben das eingesehen, dass das sein muss. Und ich kam in eine Kinderbaracke, wo auf dem Dach ein rotes Kreuz war. Das heißt, dass niemand hingehen kann, außer dem roten Kreuz selbst. Wir hörten die Züge abfahren. Die ganze Nacht, und das höre ich auch noch bis heute, hörte ich das Gewein, das Geschrei der Kinder in der Baracke, die sich nach den Eltern sehnten und die jetzt sagen, dass sie ohne Eltern blieben. Und ich eine von diesen Kindern. Vor der Abfahrt der Transporte versuchen Angehörige der Hilfsorganisationen, den Deportierten beizustehen. So auch Schwester Friedel Reiter. Sie kämpft beim französischen Transportführer um die Freilassung der Familie Schwarzschild aus Kaiserslautern. Da war es genau, wo sich die Schwester Friedel Reiter sich eingesetzt hat und gesagt hat, mit dem Commissaire de Criblage gesprochen hat und gesagt, ich kenne die Familie, die Frau ist christlich, die Kinder sind auch getauft und sie haben zwar keine Papiere, aber das ist das Kommunionbild. Und da gab es ein Hin und Her und er sagt, das ist für mich kein Dokument. Und schlussendlich hat er sich dann doch erweichen lassen und hat gesagt, nehmen Sie die Frau und die Kinder, verstecken Sie im Schweizer Roten Kreuz in irgendeiner Institution, aber der Mann muss mit. Und das war das Todesurteil eigentlich meines Vaters. Von der Ermordung von Richard Schwarzschild in Auschwitz hat seine Familie erst viel später durch einen Brief seines Cousins erfahren. Kaiserslautern Mitte der 40er Jahre. Eine vom Krieg gezeichnete Stadt. Im Oktober 1946 kehren Hannelore und Margot Schwarzschild gemeinsam mit ihrer Mutter dorthin zurück. Später ziehen sie in die Schweiz. Dort findet auch Hanna Meyer-Moses eine neue Heimat. Amira Gezow emigriert nach Israel, wo wir sie in einem Kibbutz treffen. Margot Schwarzschild und die 3 anderen Frauen finden Jahre später die Kraft, in Schulen als Zeitzeugen über das furchtbare Geschehen in Gürs und Riefsald zu berichten. In den vergangenen Jahren sind sie in hohem Alter gestorben. Nun haben ihre Kinder als Zeitzeugen der 2. Generation die Aufgabe übernommen, über die Nazi-Gräuel aufzuklären. Martin Wicki, Sohn von Margot Wicki Schwarzschild, findet im Familienalbum Fotos aus den Tagen, als seine Mutter Margot und deren Schwester Hannelore im Kinderheim Brangy versteckt waren. Sie war erstaunt, wie interessiert das die Jugendlichen waren. Sie hat wirklich dann den Eindruck gehabt, dass das wirklich was bringt, dass die Kinder oder die Jugendlichen dort was lernen und hoffentlich was mitnehmen. Es ging ja immer auch darum, nicht nur über ihre Vergangenheit ihrer Familie zu erzählen, sondern quasi, wie fühlt man sich, wenn man so diskriminiert, ausgegrenzt, gehasst wird. Und es war immer eher ein Anliegen, ihnen auch zu zeigen, dass Hass, Ausgrenzung etc., dass das, was das für persönliche Auswirkungen hat. Hanna Wicki, Tochter von Hannelore Schwarzschild, erzählt bei einem Treffen mit Schülerinnen und Schülern in Pirmasens über die furchtbaren Zustände im Lager Gürs und über das Schicksal ihrer Familie. Das Interesse der jungen Generation an diesen Themen sei groß, so Hanna Wicki. Mir liegt die ganze Geschichte und diese Vergangenheit meiner Mutter und ihrer Familie einfach sehr am Herzen. Ich bin mit diesem Wissen aufgewachsen.
Die Aussagen von Zeitzeugen sind für Historiker von Bedeutung, allerdings mit Einschränkungen. Denn jeder Mensch bewertet die Geschehnisse anders, je nachdem, wann und wie er sie erlebt hat. Dazu der französische Historiker und Gürs-Experte Claude Laëri. In der zeitgenössischen Geschichtsforschung ist man fast immer gezwungen, Berichte von Zeitzeugen einzubeziehen. Aber die Historiker gehen immer mit größter Vorsicht an solche Erzählungen heran. Bei solchen Berichten achtet der Historiker sehr genau auf zwei wichtige Komponenten, Raum und Zeit. Man braucht also sehr genaue Angaben, wann und wo dies oder das stattgefunden hat. Der Bericht schafft aber nicht immer Klarheit darüber. Manches kann zu vage sein. Und doch sind solche Berichte von unermesslichem Wert. Denn die ganze Stimmung einer Epoche wird dadurch erst gut greifbar, insbesondere die durchlebten Leiden mit den Bildern und den Emotionen, die in der Erinnerung der Menschen gespeichert sind. Auch Rolf Moses, der Sohn von Hanna Meyer-Moses, will als sogenannter Zeitzeuge der zweiten Generation die Aufklärungsarbeit seiner Mutter fortsetzen. Er berichtet über die Geschichte seiner Familie und die Zustände im Lager bei einer Gedenkveranstaltung, an der im Oktober 2025 in einem Ort bei Gürs deutsche und französische Jugendliche teilnehmen. Es ist mein eigenes Wollen, die Schüler, die junge Generation mit dem Wissen weiterzuführen. Denn nur wer Bescheid weiß und die Fakten kennt, kann entscheiden, was richtig und was schlecht war. Die Schilderungen seiner Mutter haben bei Jugendlichen oft blankes Entsetzen ausgelöst, wenn sie von Hunger und Tod in den Lagern sowie vom Abtransport ihrer Eltern berichtete. Vermutlich in letzter Minute am 12. Mai 1944 hat Betty Moses an ihre Töchter Hanna und Susanne eine Postkarte geschickt. Wir gehen weg. Ich weiß nicht, ob wir nochmals schreiben können. Lebet wohl. Innige Küsse, eure Eltern. Und von da an haben wir nie mehr eine Nachricht von unseren Eltern bekommen.